Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Letztes Update ist schon ein bisschen her, da war ich noch bei Tigers, Level 100, keine Ahnung, irgendwas mit 40. Also war wieder Zeit für ein kleines Update und es gab auch einige Upgrades und auch eine saftige Level-Session beim XP-Event, weswegen ich jetzt 161 bin, das wer schon länger keinen Stream mehr geguckt hat, ist jetzt vielleicht, wow, was ist passiert? Das ist passiert. Und wie gesagt, gibt es so ein bisschen Equipment-Upgrade, worüber wir reden können. Und ich bin jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo die nächsten Schritte etwas komplizierter sind, beziehungsweise vor allem sind sie extrem viel teurer als alles bisher Dagewesene, weil ich jetzt in dem Bereich bin, wo sich die Leute immer über den Blade beschweren, dass er zu teuer ist. Ja, und damit fangen wir auch an. Im Endeffekt kurzer Equipment-Überblick, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe jetzt 2 Sets, 150. Da ich ja keine zweite Stat-Page habe, bin ich mehr oder weniger angewiesen auf das PvE-Set für gewisse Dinge, wie zum Beispiel Kriton. Kriton ohne zweite Stat-Page, ohne HP-Pad oder PvE-Set ist immer noch möglich tatsächlich, aber unfassbar nervig und aufwendig. Es ist deutlich leichter, wenn man eines der genannten Dinge. Ich habe nichts davon gehabt, das heißt, eines musste ich mir holen, weil Stat-Page hätte ich Master machen müssen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, das wäre ein bisschen unlogisch, weil das sehr lange dauert. Das kostet sehr viel Zeit leider. Und Battle Pass oder zweite Stat-Page dadurch kommt natürlich auch nicht in Frage. HP-Pad ist auch ein bisschen schwierig. Pads sind immer noch ziemlich teuer, leider. Kann man sich später auf jeden Fall auch noch zusätzlich holen. Ich meine, vielleicht ein kleines. Also ich habe tatsächlich noch nicht nach einem HP-Pad geguckt, weil ich aktuell mal wieder kein Geld habe. Es wäre schon etwas, woran ich Interesse habe, aber ich bin mir relativ sicher, und ich meine, ohne PvE-Set bräuchte ich ein richtig heftiges, also kein perfektes, aber ein richtig heftiges HP-Pad, ein HP-Pferd. Ziemlich sicher, dass ich mir das nicht leisten kann. Ich werde mir vielleicht eins holen, speziell für Kriton. Allerdings habe ich jetzt aktuell noch den Pad-Feedback. Durch das Crit-Rate-Pad kriege ich dadurch so unfassbar viel Schaden, dass das irgendwie auch sich ein bisschen verschwendet anfühlt. Jedenfalls für Kriton das PvE-Set aktuell und für alles andere im Endeffekt das Lycanif-Set als Damage-Option. Und da sind jetzt auch 28 ATK drin, also aus dem Upgrade-Video oder so kennt man es vielleicht noch mit 16 ATK. Ich habe es nacheinander ausgetauscht, also immer knapp 300 Mio gespart. Ich habe tatsächlich alle Karten für 300 Mio kaufen müssen, ich habe keine günstigeren gefunden und war auch zu genervt von der Shop-Situation, um länger zu suchen. Also ich habe immer nur so 5 bis 10 Shops angeguckt und wenn da keine Karte dabei war unter 300 Mio, was nie der Fall war, habe ich sie einfach immer für 300 gekauft. Passt schon, ich meine, ist der Normalpreis, ist nicht so schlimm. Genau, und habe die ausgetauscht, jetzt sind wir hier bei 28%, das Set ist aber immer noch plus 8, ist aber nicht schlimm, weil Damage gibt plus 10 machen so gut wie gar keinen, deswegen passt das schon. Damage ist auch sehr gut tatsächlich durch das Crit-Rate. Pad mit Grace, also mein Schaden ist, finde ich, sogar extrem gut. Also in Wilds komme ich auf über 500.000 DPS zurzeit. Wenn der Kampf nicht unnötig unterbrochen wird oder wenn ich nicht sterbe oder so. Was ich tatsächlich ziemlich gut finde. Also mit Bloody Axen und so kann man sich da jetzt echt nicht beschweren. Außerdem muss man auch meinen Schmuck angucken. Mein Schmuck ist absoluter Trash. Ich habe einen Schubrin-Ring, 2 Demols plus 15 und einen cleanen Champion-Ring. Also der Schmuck ist eine absolute Katastrophe auf Level 161. Aber ich habe halt einfach nichts anderes. Ja, deswegen bin ich hier noch extrem low budget unterwegs. Also mein Equipment insgesamt ist eigentlich nichts wert. Aber kommt trotzdem auf einen verdammt guten Schaden, was durch, wie gesagt, vor allem diesen Feedback natürlich extrem mit dem Crit-Rate Pad und Pad Grace geboostet wird. Aber es ist ja auch das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit den Leuten sage. Holt euch diese Feedbacks unbedingt aus dem Void Boss Event und holt euch Crit-Rate Pads. Falls man irgendeine Klasse spielt, die schon viel zu viel Crit-Rate hat, dann kann man ja einfach aufs PvE-Set wechseln vielleicht, für gewisse Dinge zumindest. Also diese Feedbacks auszunutzen, ist echt geil. Also vor allem für Klassen, die Crit-Rate brauchen, super geil. Oder solange ihr noch Crit-Rate braucht, auf jeden Fall super geil. Genau, aber das ist eigentlich das aktuelle Equipment. Ansonsten hier habe ich noch ein paar Blessings draufgehauen. STR plus 1, Dex plus 1, PvE-Schaden plus 10, also lauter so Mini-Zeug, Geschwindigkeit plus 2, alles komplett irrelevant. Bei meinen Äxten hat sich jetzt auch schon länger nichts mehr wirklich geändert. Außer dass ich hier in die zweite Axt noch eine Vorn B gehauen habe. Da fehlt jetzt noch eine Karte, da habe ich dann noch eine Vorn B rein. Aber ich habe aktuell noch keine. Muss ich noch weiter Dungeons farmen. Und ja, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also das letzte Investment war eigentlich wirklich diese 7% Karten. Dafür ist sehr viel Geld draufgegangen, immer wieder.
jeden Tag oder jeden zweiten Tag 300 Mio für eine Karte. Und wie gesagt, dieses zweite Set kaufen und auch das upgraden hat natürlich auch ein bisschen was gekostet. Genau, aber jetzt sind eigentlich alle Kosten so ein bisschen weg. Also jetzt habe ich halt noch die laufenden Kosten für Power-Ups und so natürlich. Aber im Endeffekt sind das eigentlich nur noch Element-Upcut-Stones. Bei Upcut-Stones habe ich gerade richtig viele. Ich habe jetzt noch 46. Und aus dem aktuellen Event bekommt man ja auch relativ viele Power-Ups. Also unter anderem Upcut-Stones. Also es sind jetzt eigentlich nur noch Upcut-Stones, die ich immer wieder kaufen muss. Für Kreton, für Red Meteor, für Wilds. Wilds gehen natürlich offensichtlich die meisten drauf. Die anderen beiden muss ich eigentlich kaum welche kaufen. Eigentlich gar nicht, weil die, ja, kommen im Endeffekt automatisch. Ja, aber das stellt natürlich die Frage, was jetzt? Offensichtlich, Schmuck ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe es jetzt ja schon zweimal gesagt, der Schmuck ist inakzeptabel eigentlich auf dem Level. Fast alle anderen auf Level 160 plus haben wahrscheinlich schon mindestens 2 oder sogar 5 Ultimate-Schmuckteile und dann viele wahrscheinlich auch nicht clean, sondern plus 4 oder plus 2, 3, 4, wie auch immer. Und ja, daran arbeite ich natürlich. Also ich habe auch über 500 A-Products ready, aber ich werde nicht upgraden ohne Upgrade-Event. Also das ist halt eine von meinen Free-to-Play-Grundsätzen sozusagen, niemals ohne Upgrade-Event upgraden. Ich kann es einfach nicht empfehlen, weil logischerweise du hast eine viel bessere Chance bei einem Upgrade-Event, dass es klappt, vor allem wenn du Pech hast, als ohne. Und ich habe ja eh nicht so viele Projects. Also meine Projects, die ich jetzt gerade alle habe, alle beim Upgrade-Event zusammen, würden gerade so wahrscheinlich reichen, um einen von diesen Demois plus 15 auf plus 20 zu bringen. Und das ist dann ungefähr erwartungswert. Also ich habe genauso viele Projects, wie man ungefähr brauchen sollte. Das heißt, ich kann mich nicht auf Glück verlassen oder ich kann jetzt nicht einfach so upgraden, weil das wird nicht klappen. Vor allem nicht, wenn du ein bisschen Pech hast. Und deswegen brauche ich dieses Upgrade-Event. Solange das nicht kommt, wird da gar nichts passieren. Durch Dungeons Farm Ultimate-Schmuck zu kriegen, bin ich dran. Ich habe auch schon wieder 300... Oder was heißt schon? Aber ich habe auch wieder 323 Fragmente. Das heißt, da fehlen jetzt noch 16 Runs. Das sind also mindestens 2, eher 3 Tage. 16 Runs ist schon viel. Also 2 mal 8 Runs wäre schon extrem viel. Das würde nur mit Doppelruns funktionieren. Wilds plus Envy. Und das macht aktuell eigentlich keiner. Oder, sag ich mal, die random Teams machen das auf jeden Fall nicht. Genau, deswegen kommt das nicht wirklich in Frage. Und, also was heißt, kommt nicht in Frage? Es dauert einfach, ja. Und selbst wenn ich hier wieder 480 Fragmente habe, kann ich mir einen zweiten Ring holen, okay. Aber das dauert Ewigkeiten, bis du da ein komplettes Schmuckset hast. Das dauert leider sehr lange. Als schnelle Lösung kommt das jetzt nicht in Frage. Also, um jetzt hier schnell 1 oder 2 Schmuckteile heranzuschaffen, brauche ich die Schmuck plus 20. Dafür brauche ich ein Upgrade-Event. Das heißt, daran wird gearbeitet, aber kann ich nicht beschleunigen, weil ich nicht weiß, was Scala fordert, was passieren wird und so weiter. Und wenn der Schmuck stehen würde, dann wären es natürlich offensichtlich die Waffen. Die Waffen sind eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich jetzt. Also wie gesagt, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Wenn ich jetzt Ultimate-Schmuck hätte, komplettes Ultimate-Schmuckset, würde ich auf safe oder auf locker über 600.000 DPS kommen. Und letztes Jahr hatten Top Blades, die jetzt nicht Full Power-Up natürlich waren, aber Top Blades mit wirklich richtig gutem Equipment hatten letztes Jahr auch gerade mal so 1 Million, 1,2 bis 1,5 Millionen Schaden. Aber das war dann wirklich mit Lusakas Crystal Axe, mit goldenen Lusakas Crystal Äxten, mit Ultimate Harness Äxten und natürlich Ultimate Schmuck und so weiter und so fort. Also richtig gutes Equipment. Und ich finde, da ist 600.000 oder dass man jetzt sagen kann, ja, mit Ultimate Schmuck würdest du locker auf 600.000 kommen, vielleicht sogar in die Nähe von 700.000. Ist absolut akzeptabel. Deswegen fühle ich mich da momentan relativ wenig gestresst, weil ich weiß, ich kriege noch eine Menge Schaden aus dem momentan nicht vorhandenen Ultimate Schmuck. Und die Waffen, klar, die würden nochmal extrem viel hinzufügen, ja, die würden das alles nochmal extrem boosten. Aber cleane Waffen für 40.000 F-Coin kann ich, oder könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, kann ich mir erstens nicht leisten. Und zweitens will ich sie mir auch nicht leisten, weil das einfach irgendwie sich nicht besonders klug anfühlt, eine cleane Waffe für 40.000 F-Coin zu kaufen als Free-to-Play-Spieler, wenn du weißt, du musst einfach nur warten und klar, einfach warten. Es dauert natürlich ein bisschen. Es geht jetzt nicht um 1, 2 Tage, es geht eher um Wochen. Und bei Blade sogar eher noch um vielleicht sogar Monate, weil er halt die teuerste oder eine der beliebtesten Klassen ist. Logischerweise sind da die Preise, die Verhältnisse ein bisschen anders. Die Nachfrage ist eine ganz andere als jetzt zum Beispiel bei Knight. Oder, naja, bei Knight ist die Nachfrage auch hoch, aber Knight hat halt so unfassbar viele Waffen und ein Knight braucht auch nur eine Waffe.
jeder Blade braucht 2 Waffen. Das ist eine ganz andere Nachfragestruktur, einfach durch diese 2 Waffen. Und sie werden günstiger. Das steht außer Frage. Aber man muss sich halt in Geduld üben. Und ich persönlich bin eigentlich relativ geduldig, was sowas angeht, weil ich weiß, dass es passieren wird. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen blöd. Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal ein heftiger Drop kommen würde, müsste ich gucken, was ich dann genau damit machen würde. Dann würde sich das Blatt natürlich ein bisschen wenden. Wenn ich jetzt eine krasse Waffe droppen würde, zum Beispiel, mal angenommen, ich will es jinxen. Mal angenommen, ich würde jetzt einen richtig heftigen Drop in Wilds oder bei Kriton haben, eine heftige Herneswaffe. Oder ich würde selber eine Nautilus droppen oder so. Ja. Dann würde ich natürlich schon gucken, dass ich damit vielleicht irgendwas kaufe. Vielleicht eine Dusakas Crystal Sword oder so. Oder vielleicht schon eine geupgradete Cursed Butcher's Carnage und die dann -10 mache oder so. Also da würden sich die Optionen natürlich ein bisschen öffnen. Wenn ich jetzt selber so einen krassen Drop habe, der so viel wert ist, dann ist es natürlich ein bisschen leichter zu sagen, ja gut, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Geld aus, als ich eigentlich will, weil ich habe das Geld ja sowieso einfach so geschenkt bekommen vom Spiel. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt die klügste Taktik, aber wenn man es sowieso auch gratis bekommen hat, also sich einfach durch Erspielen, durch Bosse, durch Dungeons etc. erspielt hat, ich meine, dann kann man es ja auch wieder ausgeben. Dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt halt 300 € aufladen würde, sag ich mal, was ich ja sowieso nicht mache, aber ja. Oder wenn ich jetzt hier irgendwelche NPC-Items farme oder hier Amethysten farme und damit irgendwie auf Biegen und Brechen 10 Milliarden kommen würde und das dann alles für eine cleane Waffe ausgebe und dafür dann aber gefühlt 150 Stunden gespielt habe, versus ich mache einen Dungeon Run, der dauert 10 Minuten und ich habe das gleiche Geld. Das ist halt einfach eine komplett andere Perspektive. Lange Rede, kurzer Sinn. Was jetzt auf jeden Fall als nächstes kommen muss, bevor man auch wirklich weitermachen kann, bevor man vielleicht sogar irgendwann Richtung Anku schielen kann, Richtung 175er, 180er Sets und so weiter schielen kann, würde ich erstmal gerne eine bessere Basis schaffen. Dafür ist der Schmuck auf jeden Fall notwendig. Und ja, zumindest eine bessere Waffe wäre wahrscheinlich schon nicht schlecht. Also ich meine, Anku kann ich momentan vergessen. Da fehlt alles im Endeffekt, was fehlen kann. Deswegen level ich jetzt auch nicht weiter, weil bringt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was, weil wie gesagt, ich kann mir sowieso nichts wirklich leisten. 175er und 180er Sets sind auch Preisschwankungen stark unterlegen. Langfristig auch hier einfach warten, dann wird alles zwangsläufig günstiger, was jetzt teuer ist. Manche Sachen sind auch wieder teurer geworden, die schon günstig waren, habe ich gehört. Was jetzt so 180er PvE-Sets und so angeht, die waren teilweise schon günstiger und jetzt sind sie wieder teurer geworden, weil mehr Leute auf das Level gekommen sind und so weiter. Also man muss immer ein bisschen gucken, aber ich denke, bei den aktuellen, bei den aktuellen Gegebenheiten kann man es sowieso nicht richtig machen, aber langfristig ist es immer so, wer wartet, wird wahrscheinlich eher richtig liegen als falsch, weil in der Regel die Preise von vor allem sowas wie Herneswaffen, die gehen eigentlich nur in eine Richtung und zwar nach unten. Und das heißt, ich probiere in Anführungszeichen den klügeren Weg zu gehen, den leider etwas langweiligeren, langsameren Weg, aber auch den deutlich günstigeren Weg, indem ich einfach mich ein bisschen in Geduld übe, täglich diese Dungeon Runs durchziehe. Früher oder später muss ja eigentlich was kommen, oder? Und eben, wie gesagt, mir meinen Ultimate-Schmuck so oder so auf die eine oder andere Art und Weise auf jeden Fall holen werde. Und ja, aber ich meine, wie gesagt, es gibt jetzt eigentlich eh nichts zu tun. Auf 166 plus, was gäbe es da zu tun? Gar nichts, außer Anku, wo ich niemals mitgenommen werden würde. Und selbst wenn, dann wahrscheinlich nur von Leuten aus dem Stream oder so. Und das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, ich will keine Almosen, auch nicht beim Dungeon farmen. Wenn ich nur mitgenommen werde, weil ich streame und ich bin ein absoluter Kackboon, sterbe die ganze Zeit, kann überhaupt nicht mitkämpfen, weil ich viel zu schwach bin und so weiter, viel zu wenig HP habe oder sonst was, ja, dann brauche ich auch nicht mitgehen. Erstens macht das keinen Spaß und zweitens weiß man, man wird nur mitgenommen bei Stream oder so und das ist ätzend, das ist langweilig, das will auch keiner sehen, wenn du dann da reingehst und gecarried wirst, das will kein Mensch sehen, oder ich will es auf jeden Fall nicht sehen. Und von dem her gedulde ich mich da lieber, warte ich lieber, bis ich dann wirklich auch aus eigener Kraft das schaffen kann sozusagen. Und ja, alles, die Quintessenz im Endeffekt, vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer für ein paar von euch, die vielleicht auch Free-to-Play sind oder Low-Budget. Einfach ein bisschen warten, was jetzt vor allem die Herneswaffe angeht. Cleane Herneswaffen, 40, 50, 60, 70.000 F-Coin. Das wird alles noch viel günstiger. Es ist schon viel günstiger geworden.
Die Knight-Waffen zum Beispiel sind ein gutes Beispiel. Wie gesagt, die Knight-Waffen sind immer ein bisschen anders als die Blade-Waffen, weil Knight und Blade zwar ähnlich beliebt sind, also fast identisch sogar momentan, aber jeder Knight braucht nur eine Waffe und jeder Blade braucht halt 2. Und das heißt, bei den Knight-Waffen sieht man den langfristigen Effekt, der auch bei Blade früher oder später einsetzen muss. Das ist der Leviathan, also der Hernes Slayer, schon gerade mal noch 6000 F-Coin kostet. Der war am Anfang auch bei, ich glaube, über 20.000. Und der Hernes Big Axe, also der Harbinger, nee, nicht Harbinger, oder? Nee, Abyss. Das war eine ganz andere Waffe, Harbinger. Abyss ist jetzt auch schon deutlich günstiger geworden. Da weiß ich jetzt nicht den aktuellen Preis. Es ist auf jeden Fall auch deutlich günstiger geworden. Und genau das gleiche wird bei Blade passieren. Oder ist auch schon passiert. Die ersten Nautilusse waren auch teurer als jetzt. Es dauert halt einfach nur ein bisschen. Das heißt, wenn man sich jetzt bei diesen ganzen Beträgen einfach nur denkt, 40, 50, was labert der? 50.000 F-Coin für eine Waffe, was? Einfach warten, einfach chillen. Bloody ist vollkommen ausreichend. Ja, ich meine, ich habe es ja wie gesagt, ich beweise es jeden Tag im Stream. Ich bin immer Top-DPS in unseren Teams. Das letzte Mal, als ich nicht Top-DPS war einer dabei, der hat halt 1 Million gemacht. Ich meine, gut, okay, wenn jemand da mit Ulti, Herneswaffe und so reingeht, ich meine, da habe ich natürlich keine Chance. Ja, der macht natürlich viel mehr Schaden als ich. Aber ansonsten bei Wilds und so ist der Damage absolut okay und mein Equipment ist echt wenig wert. Also meine Waffen knapp 1 Milliarde each vielleicht, wahrscheinlich sogar weniger. Die eine Bloody Axe ist das sogar nur plus 8. Also meine beiden Waffen zusammen vielleicht 1,5 Milliarde. Gut, ich habe halt einen Champions Ring, aber den habe ich mir nur mit Dungeon Runs verdient. Also für den habe ich nichts Geld, also für den habe ich nur 88 Staub gekauft. Also der hat mich quasi fast gar nichts gekostet. Ist natürlich auch nichts, was jetzt jedem möglich ist mir auch klar. Aber ich meine, ein Champions Ring macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied. Ich habe keinen Set-Effekt und ein Vigor plus 15 oder so würde das meiste davon oder die Hälfte davon auch ungefähr geben. Dann ist es auch kein gewaltiger Unterschied mehr. Also jemand mit einem Vigor plus 15 bis 18 würde jetzt nicht ultra viel weniger Schaden machen. Der Modus plus 15 sind super günstig. Ich habe für meine Fett overpaid. Ich habe meine gekauft, als sie ziemlich am Peak waren und dann nur noch günstiger geworden sind. Also ich habe meine für 4,50 gekauft, wo das eigentlich Normalpreis war, wo das auch Sinn ergeben hat. Und jetzt kosten sie ja 2,80. Also ich habe fast das Doppelte bezahlt. Also das war schon mal ziemlich dumm. Konnte man halt da nicht wissen. Schubring sowieso Trash. Lycanif Set Kleen ist ein bisschen ärgerlich. Es kostet einige 100 Mio. Ich habe, glaube ich, insgesamt so knapp 1 Milliarde bezahlt. Irgendwas zwischen 850 und 950 Millionen natürlich. Ja, das ist ein bisschen schmerzhaft, aber dafür muss man es nur plus 8 machen und hat damit eigentlich schon die meisten Vorzüge. Und gut, 28 ATK habe ich jetzt auch erst seit kurzem. Braucht man auch nicht zwingend. Mit 16 ATK war der Damage auch sehr geil. Und sonst habe ich ja nichts. Ja? Das Pad ist auch ultra trash. Ich habe hier ein S-Pad, das ist 1,22242. Absolut trash. Also ich habe wirklich nichts Besonderes. Ja? Und ansonsten kommt mein gesamter restlicher Schaden kommt durch Power-Ups. 2 Alice-Stones und ein normaler Upcut-Stone. Das sind Kosten von 12 Mio pro Run vielleicht in einem Dungeon. Und danach kann man die Power-Ups ja noch weiter benutzen. Man kann theoretisch offline gehen nach jedem Run, Power-Ups saven und dann für 2 Runs benutzen und so. Also ist jetzt auch nicht so gewaltig. Und ja, funktioniert alles sehr gut. Also ich bin persönlich auch sehr überrascht davon, was halt die Power des Blades ist. Wie viel Schaden ich tatsächlich mache mit so einem Trash-Equipment. Und ja, generell das Blade eigentlich, also bis zu diesem Punkt her, relativ günstig eigentlich auch war. Also nicht wirklich teurer als andere Klassen. Ein bisschen teurer vielleicht als Jester, kleines bisschen teurer vielleicht als BP, also sogar ein kleines bisschen günstiger als Knight, zumindest was das White Set anging, war ich ein kleines bisschen günstiger sogar noch als Knight. Ja, also bisher absolut okay. Der nächste Punkt, die Waffen, das ist das, wo jetzt der Blade leider teurer ist, aber das weiß man ja, weil Blade 2 Waffen braucht, das ist ja auch logisch. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich zufrieden bisher und ja, werde mal gucken, wie es weitergeht. Euch natürlich auf dem Laufenden halten über YouTube-Videos, Stream-Ausschnitte, Stream-Highlights und natürlich jeden Tag live im Stream. Schaut gerne vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.